Unverzichtbare Werkzeuge oder Werkstatthelfer, die in keiner Werkstatt fehlen sollten. Doch welche wären das? Wir schauen uns heute mal Werkstatthelfer und Werkzeuge mal an, die aus meiner Sicht in keiner Werkstatt fehlen sollten. Und ich bin mal gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Ja, also ich finde es schon ein relativ cooles Thema. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und das Thema von heute ist Werkzeuge und Werkstatthelfer, die in keiner Werkstatt fehlen sollten. Das ist natürlich ein großer Begriff, weil jede Werkstatt ist im Endeffekt anders eingerichtet. Der andere fängt erst an, der andere ist schon eingerichtet. Aber manchmal kennt man ein paar Werkzeuge einfach nicht oder hat es gar nicht im Kopf. Und Werkstatthelfer und Werkzeuge können das Arbeitsleben deutlich erleichtern. Natürlich ist mir auch eure Meinung sehr wichtig und ihr könnt es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr der gleichen Meinung seid, ob ihr vielleicht noch andere Werkzeuge als noch wichtiger anseht oder ob ihr vielleicht schon auch alle Werkzeuge, so wie sie ich jetzt vorgestellt habe, schon gekannt habt. Würde mich interessieren und könnt ihr gern unten eure Meinung dazu reinschreiben. Fangen wir mit dem Thema Nummer 1 an. Das sind aus meiner Sicht Messwerkzeuge, die in keiner Werkstatt fehlen sollten. Ich habe jetzt da einen größeren Stapel an Messwerkzeugen darlegen und da picken wir uns einige Werkzeuge einfach mal raus oder Werkstatthelfer einfach mal raus und schauen uns die mal genauer an. Ich habe auch vor ein paar Wochen schon ein Video gemacht, Werkstatttipps und Tricks zum Messen und das werde ich euch gerne nochmal dort oben oder unten in der Videobeschreibung verlinken. Ist auch ein ganz interessantes Thema, schaut's da auch mal drauf. Jetzt schieben wir mal den ganzen anderen Rest erstmal weg und gehen dann mal einzeln ein bisschen durch. Fangen wir mal einfach an mit einem Winkelmesser. Das sehe ich fast als unverzichtbar an. Das ist ein digitaler Winkelmesser. Ihr kennt es selber, ihr müsst irgendwie in einem Winkel messen oder beim Sägen irgendwas einstellen und. Und wie macht ihr das Ganze natürlich? Natürlich mit dem Winkelmesser. Da gibt's natürlich auch manuelle, aber ich finde so einen digitalen Winkelmesser echt top. Den kann man hier dann nochmal festdrehen, damit er sich nicht so leicht bewegen kann. Wir können hier digital jeden Winkel im Endeffekt messen, welchen wir brauchen und wir können das Ganze auch auf Null setzen und so weiter und das ist natürlich aus meiner Sicht wirklich fast schon unverzichtbar. Ich werde auch natürlich alles in der Videobeschreibung nochmal komplett verlinken, was ich jetzt hier verwende. Wenn wir schon beim Winkelmesser gerade eben waren, dann kommen wir nochmal zum anderen Winkelmesser, was ich auch noch sehr, sehr cooles Gadget finde. Den lege ich mal beiseite und nehme jetzt mal dieses kleine Kästchen hierher. Dieses kleine Kästchen, das zeigt gerade Error an, weil es nicht gerade ist, dieses kleine Kästchen hat einen kleinen Magnet drunter und ich kann dort auch wirklich super Sachen einfach messen. Jetzt seht ihr es selber, das ist magnetisch, ich kann das Sägeblatt einfach drehen, wie ich will und kann es dann wirklich hier super genau einfach einstellen. Denn mit so einem Winkelmesser, ganz ehrlich, ich komme ja gar nicht mit diesen 45 Grad, komme ich gar nicht so unten in die Ecke rein, um da genug Messpunkte zu haben. Ich kann es natürlich auch umdrehen, den Winkelmesser, muss das Ganze natürlich dann nochmal umrechnen auf 135 Grad. Oder war es 135 Grad? Jawohl, 90 plus 45. Könnt ihr das Ganze so noch einstellen, aber ihr seht schon, dass es nicht wirklich hundertprozentig genau ist. Und mit diesem Winkelmesser kann ich das wirklich jetzt einfach am Rädchen drehen, so wie ich will und kann das Ganze exakt vom Winkel einfach einstellen. Natürlich ist dieser Winkelmesser auch nicht nur für Sägeblätter da. Ihr könnt es da überall, wo magnetisch ist, kann man das Ganze natürlich jetzt anbringen. Oder man kann natürlich auch jetzt so diesen Winkel einfach messen, wenn man einfach irgendwo hinstellt. Das ist auch gar kein Stress. Also es müssen nicht nur Sägeblätter sein. Dann bleiben wir gleich mal beim Messen und kommen zu diesen zwei Werkzeugen. Jetzt kommen wir mal zum ersten Werkzeug und zwar ist es das Streichmaß. Finde ich eigentlich fast schon unverzichtbar in der Werkstatt. Jetzt sagen viele natürlich, kann ich auch mit dem Zollstock machen und. Ja, da habt ihr natürlich recht, kann man machen. Habe ich auch erklärt in diesem einen Video mit diesen Messwerkzeugen. Kann ich euch nochmal verlinken, wie gesagt. Aber ich finde so ein Streichmaß, ich stelle es jetzt einmal hier ein, wenn ich jetzt ganz viel gleiche Linien ziehen will, dann habe ich es mit dem Zollstock ein bisschen schwerer. Hier stelle ich genau meine 60 mm ein und streiche dann einfach drüber und habe dann sauber einfach meinen Strich und das Ganze wiederhole genau, ohne das Ganze irgendwie verstellen zu müssen. Und das finde ich schon mal ganz cool. Man kann genauso auch diese 45 Grad hier anzeichnen, theoretisch anlegen und eine 45 Grad Linie anzeichnen. Also das finde ich fast schon unverzichtbar, was eigentlich jeder haben sollte. Man kann sich das Ganze auch selber bauen.
bauen. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht wirklich so teuer. Das ist Top-Qualität, das ist auch ein Edelstahl-Lineal hier. Also das kann ich euch auch noch top empfehlen. Was ich auch noch sehr wichtig finde in der Werkstatt sind Winkel. Winkel allgemein. Hier haben wir jetzt einen Kombinationswinkel, was ich auch sehr praktisch finde. Man kann mit diesem Kombiwinkel nicht nur irgendwelche Winkel anzeichnen, 45 Grad und 90 Grad anzeichnen, sondern man kann damit auch theoretisch anreißen. Ich habe den Ganzen jetzt mal ein bisschen modifiziert mit einem kleinen Löchchen hier drin, zeige ich auch in diesem anderen Video. Aber man könnte theoretisch auch mit diesem hier einfach anreißen. Mit dem Löchchen ist es noch ein bisschen einfacher, aber geht auch ohne. Man kann damit mehrere Sachen mit diesem Kombiwinkel einfach machen, auch mit dieser Spitze hier unten dran, die man dann rausdrehen kann. Viele wissen gar nicht, dass da eine Spitze drin ist. Man kann dort auch theoretisch anreißen mit diesem Kombiwinkel und. Also das ist auch noch so ein unverzichtbares Werkzeug, was eigentlich in der Werkstatt nicht fehlen sollte. Also Winkel allgemein. Nächstes Werkzeug ist der Tiefenmesser, den ich so oft verwende für irgendwelche Messarbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Fräse, den Fräskopf einstellen will von der Höhe. Ja, das geht natürlich auch bei der normalen Handfräse, kann man das ganz genauso benutzen, oben drauf stellen, einfach dann hoch und runter kurbeln. Da ist es ja ein bisschen einfacher. Aber jetzt gerade in den Tischfräsen, dort ist es eigentlich fast ein Must-Have, das zu haben. Klar kann man das Ganze auch mit dem Messschieber dann einstellen. Man kann das ja dann hinsetzen und dann hier hoch und runter machen am Messschieber. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so genau. Man trifft dann nicht wirklich den Fräser manchmal. Man kommt da woanders hin. Man kommt da nicht genau an diese Stelle von der Platte. Und hier haben wir ein breites Stück. Das kann man das Ganze hinstellen. Und im Endeffekt kann man das auf Null setzen. Und dann kann man einfach die Fräse hochkurbeln und somit exakt seine Höhe einstellen auf ein Zehntel genau. Das finde ich echt sehr, sehr, sehr gut. Ja, man kann sich auch diese Höhenmesser, habe ich mir mal vor langer Zeit auch mal selber gebaut. Aber ich sage jetzt mal, der ist jetzt nicht digital, wo man hier im Zehntelbereich das Ganze machen kann. Aber natürlich ist es auch möglich, das Ganze selber zu bauen. Aber so teuer sind diese Höhenmesser nicht, damit man sich das nicht wirklich leisten kann, um dort wirklich super genau arbeiten zu können. Man muss natürlich noch dazu erwähnen, dass es nicht nur so funktioniert, denn die ganzen Tiefenmesser, die haben noch einen Stift dran. Diesen Stift kann ich dann da hinten anklicken und könnte damit jetzt auch irgendwelche Löcher messen. Also ich kann das jetzt irgendwo auf Null setzen. Kann das Ganze nullen. Genau, kann es nullen und kann es da irgendwelche, ich sage jetzt mal, Löcher messen und kann da runterfahren und kann dann noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und das ist mit diesem Stift, den man noch dazu hat, auch noch möglich. Das absolute Must-Have in einer Werkstatt ist der Gehörschutz, muss ich dazu sagen. Ich mag diese Dinger nicht, die nennt man ja so Mickey Mouse, aber ganz ehrlich, ich mag diese Dinger nicht. Man schwitzt im Sommer da hier an den Ohren und ich mag das überhaupt nicht, diese Teile. Deshalb habe ich mir eigentlich schon immer diese kleinen Teile hier besorgt. Die sind ganz schnell zu benutzen. Das heißt, ich gehe das da einfach hin, stopfe sie rein und habe dann schon meinen Gehörschutz drin. Ich kann es auch nach hinten legen, das Ganze funktioniert auch ganz gut und deshalb benutze ich diese Dinger hier. Werde ich euch natürlich auch noch verlinken, gibt es auch in verschiedenen Ohrgrößen, Stöpselgrößen und ich finde die einfach angenehmer zum Tragen als ständig immer diese Mickey Maus dazu. Oder was meint ihr? Wie benutzt ihr einen Gehörschutz? Habt ihr da solche Mickey Mäuse? Habt ihr da ganz normale Oro-Packs, Oro-Stöpsel da drin oder benutzt ihr auch schon vielleicht solche Teile? Aber nicht nur eure Ohren sollten geschützt sein, sondern auch vor Staub. Weil Staub ist einfach krebserregend und das Ganze solltet ihr nicht einatmen. Ja, man kann eine FFP3-Maske verwenden, bitte keine FFP2-Maske, weil die hält keine Feinstäube ab, sondern nur eine FFP3-Maske. Aber ich benutze eigentlich dann immer hier meine schöne Maske von Träger, kann ich euch natürlich auch unten verlinken. Die ist auch für Feinstäube gedacht und das würde ich euch definitiv empfehlen und es ist ein absolutes Must-Have, wenn ihr mit Holz arbeitet und den ganzen Feinstaub und das Ganze habt. Wenn ihr richtig krass drauf seid und stundenweise damit arbeitet und den ganzen Tag damit arbeitet, ihr wisst, wie man da drin auch wirklich richtig schwitzt und es ist nicht angenehm. Dazu gibt's natürlich aber einfach nur was für die Profis, ganz ehrlich. Und ich benutze diese Maske auch nur, wenn ich wirklich lange Zeit arbeite. Weil mit diesem Teil hier, das werdet ihr wahrscheinlich lachen, mit diesem Teil hier werde ich nicht schwitzen. Also ich kann, das ist eine Vollgesichtsmaske. Zack.
Und das Ganze ist mit eingebauten Lüfter. Das heißt, ich kriege da immer frische Luft gefiltert in diesen Apparat hier rein und fange auch gar nicht an zu schwitzen. Ist aber nur was wirklich für die Vollprofis und die wirklich damit absolut lang arbeiten. Und das ist echt eine angenehme Maske. Natürlich solltet ihr auch dann eure Augen, wenn wir schon dabei sind, Ohren, Nase und dann noch zusätzlich die Augen zu schützen, weil das solltet ihr natürlich auch immer eine Schutzbrille tragen. Das soll jetzt aber kein Lehrvideo sein, was ihr da verwenden sollt, sondern das ist einfach das, was ich jetzt in meiner Werkstatt als Must-Have einfach sehe und auch selber benutze das Ganze. Jetzt schauen wir uns noch ein cooles Werkzeug an, und zwar eine Ratsche. Wer hatte schon mal dieses Problem? Ihr ratscht hier irgendwas und ihr müsst ja diese Bewegung einfach machen mit einer Ratsche. Jetzt kommt sie aber an einer Stelle, die ist so eng und da könnt ihr nicht wirklich mehr ganz groß ratschen, sondern habt nur so einen kleinen Tick und könnte dann 5 Stunden irgendwo eine Schraube aufmachen. Ist mir schon öfters passiert, hatte ich die Schnauze voll, hab mal gegoogelt und hab da eine richtig coole Ratsche gefunden und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, und was ist jetzt an dieser Ratsche so besonders? Das ist doch eine ganz normale Ratsche, wo ich ganz normal hier ratschen kann. Nee, das ist eine besondere Ratsche und die hat mir schon so oft jetzt hier einfach den Tag versüßt oder halt auch die Zeit, sehr viel Zeit eingespart. Ihr wisst selber, ihr habt eine enge Stelle, ihr habt da jetzt mal ein paar Klicks zum Drehen und ihr seht ja selber, ich brauche hier wirklich eine halbe Ewigkeit, um die Schraube dann rauszukriegen. Das ist total ärgerlich, wenn ich da nicht hinkomme. So, jetzt kommt diese Ratsche hier ins Spiel und jetzt beobachtet mal, was ich mit diesem Griff mache und was da oben passiert. Ich drehe das Ganze links und rechts und kann damit ratschen. Es geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn ich die Ratsche dann einfach umstelle, dann geht es auch in die andere Richtung und somit kann ich die Schraube natürlich viel, viel schneller lösen. Und natürlich müsst ihr bedenken, ihr habt natürlich keine Hebelkraft wie mit einer Ratsche, weil wir haben ja hier eine Hebelkraft von der Länge her. Aber das kann ich ja zum Öffnen, kann ich diese paar Klicks verwenden, um die Schraube dann erstmal zu öffnen und dann kann ich mit diesem Griff hier arbeiten und kann die Schraube sehr, sehr schnell zudrehen oder aufdrehen. Beim Zudrehen ist natürlich genauso. So weit wie möglich einfach runterdrehen von der Kraft her und dann den Rest halt einfach mit der Ratsche, mit der Hebelwirkung zu arbeiten. Also ich finde es ein richtig cooles Gadget für die Werkstatt, für diejenigen, die auch schon mal solche Probleme hatten, um an enge Sachen irgendwas zu schrauben. Echt mega. Und jetzt schauen wir uns mal einen Gliedermaßstab an. Wie? Gliedermaßstab? Das ist doch nichts Besonderes. Doch, der ist besonders. Was ist jetzt an diesem Gliedermaßstab so besonders? Ist ein ganz normaler Gliedermaßstab? Nein, ist er nicht. Jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Wie wollt ihr zum Beispiel Durchmesser messen? Wenn ihr zum Beispiel so ein Rohr habt und es ist irgendwie eingebaut, ihr wollt einen Durchmesser messen und klar, wenn es ausgebaut ist und gerade geschnitten ist, ist kein Problem. Dann gehe ich mit dem Lineal einfach hin, messe das Ganze, kann hier ablesen, 75 mm, alles in Ordnung. Jetzt ist es aber da oben krumm, kann ich schon mal nicht messen, ist ein falsches Messergebnis. Es ist auch noch eingebaut dazu. Dann nehme ich einen Messschieber, eine Schieblehre oder eine Schublehre, wie man es ja auch immer nennt, und misst das Ganze, aber da komme ich teilweise gar nicht mal so richtig hin. Ihr seht es jetzt, ich komme da nicht wirklich hin, weil der zu klein ist. Ja gut, dann sagt der eine, das gibt aber auch große Messschieber. Ja, diese Riesenteile habe ich auch da, ist kein Problem, da komme ich hin und kann das Ganze messen, aber diese Dinger kosten ein Schweinegeld. So, und jetzt kommen wir zu unserem Gliedermaßstab. Das ist nämlich was ganz Besonderes. Apropos zur Schieblehre, die kann ich euch auch noch verlinken, gehört in jede Werkstatt, digital genauso. Ich habe hier manuell und digital, also wie gesagt, gehört auch noch mit dazu, eine Must-Have eigentlich in der Werkstatt. So, jetzt geht's aber weiter mit dem Gliedermaßstab. Jetzt klappt man den einfach mal 3-mal auf. Zack, zack. Und jetzt fällt euch was auf. Hier ist er grün. An der Innenseite ist er grün. Und er hat jetzt nicht nur die normalen Zentimeter zum Ablesen, die ihr oben seht, sondern er hat an den grünen Linien auch nochmal eine Maßangabe dran. Und diese Maßangabe ist dafür gedacht, dass wir dort Durchmesser messen können. Und wie funktioniert das Ganze? Wir können bis 33 cm Durchmesser können wir mit diesem Gliedermaßstab können wir messen. Ich zeige es euch mal. Jetzt muss ich aber das Rohr aufstellen. Und zwar ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr das ganze Grüne auf der Innenseite habt. Und
Jetzt gehen wir einfach, jetzt seht ihr dann auch hier noch einen kleinen Pfeil hier dran. An diesem Pfeil müsst ihr dann praktisch diese Ecke müsst ihr dann anlegen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal außen rum ums Rohr und jetzt ist es wichtig, dass ihr den Gliedermaßstab so zusammendrückt und so einstellt, dass alle 3 Seiten, diese grüne Seiten, am Rohr anliegen. Und jetzt, wenn man das Ganze jetzt mal hindrückt und das Ganze, den Pfeil dorthin drückt, dann könnt ihr hier eure Maß ablesen. Das heißt, wir sind bei 75 mm, dass wir exakt wirklich super genau ablesen können und alle 3 Seiten liegen an. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich mal kontrollieren mit dem großen Messschieber und was haben wir denn da? Wir haben genau 75 mm von der Rohrdurchmesser. Und das finde ich ja echt mal super, super toll, dass man das auch mit dem Gliedermaßstab einfach machen kann. Und wie messe ich jetzt ganz große Sachen? Es ist auch kein Problem. Also angenommen, ihr wollt jetzt hier einen Durchmesser einfach mal messen von diesem Eimer, dann klappt ihr das Ganze noch einmal mehr aus. Jetzt müssen wir den Stab natürlich anders aufklappen, habe ich ja gerade schon erwähnt. Man muss ein bisschen üben, da muss ich mal echt dazugeben, um das Ganze rauszubekommen, wie das funktioniert. Und wenn man den ganz aufklappt, dann sieht man dann auch, dass da hinten dann irgendwo die 33 steht. Also wir können echt bis 33 cm Durchmesser messen, was natürlich echt heftig ist. Natürlich ist der Eimer jetzt nicht so groß, ein bisschen kleiner. Und jetzt müssen wir dann einfach mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, dort auf der Seite wollen wir messen, deshalb ziehen wir das Ganze jetzt hier an diesen Gliedermaßstab rüber oder klappen es dann praktisch ein. Und jetzt ist es gar nicht so einfach, wenn der Eimer sich jetzt hier bewegt. Jetzt wollte ich aber auch noch, dass ihr das dann seht hier irgendwo. Jetzt müssen wir wieder alle 3 Seiten an dem Gliedermaßstab anlegen, müssen das Ganze, also jetzt sind grüne Seiten, sind alle komplett 3 dran. Jetzt lese ich das Ganze mal hier an, tue den Pfeil hier auf diese Ecke und alles ist angelegt. Und jetzt, was lese ich hier? 171 mm. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich kontrollieren. Ich kann es ja kontrollieren ganz einfach mit dem Messschieber hier. Und gehe es da mal hin und lese das Ganze ab. Und jetzt könnte ich weiß nicht, ob ihr das Ganze erkennen könnt, hier steht jetzt 171 mm. Und das ist natürlich echt top, dass ich jetzt auch große Sachen mit einem Gliedermaßstab wirklich messen kann. Also ist echt richtig cool, muss ich sagen. Nächstes Thema, Bohren, mittig bohren. Und zwar diese Tools, die verwende ich schon oft in meinen Videos. Vielleicht ist es den einen oder anderen schon aufgefallen. Verlinke ich auch teilweise immer. Und das sind Mittigbohrer, das sind Zentrierbohrer. Und die schauen wir uns auch nochmal an. Ich denke mal, ihr kanntet diese Teile schon. Ich feiere die einfach und damit kann man echt super, super genau mittig bohren. Angenommen, ihr wollt dieses Scharnier dort befestigen. Ihr kennt dieses Problem, ihr setzt einen Bohrer an, bohrt einfach mal und seid dann doch ein bisschen, ein Zehntel, 2 Zehntel einfach komplett krumm drin. Was passiert dann, wenn ich die Schraube festziehe? Dieses Scharnier zieht sich natürlich dann in die Richtung Schraube und dann ist das Ding schräg drin. Das ist ärgerlich, weil ich kann ja nicht nochmal komplett neu bohren, alles neu machen, sondern da kommen jetzt diese Zentrierbohrer ins Spiel, und zwar diese Zentrierbohrer, die sind vorne, sind die konisch, laufen konisch zu, und das heißt, der zentriert sich automatisch. Wenn ich das Ganze ansetze, also könnt ihr da erkennen, dass da vorne, dort drin ist nämlich ein Bohrer versteckt, wenn ich das Ganze mit der Feder runterziehe, und der zentriert sich dann automatisch. Also ich gehe in diesem Scharnier, ist ja auch konisch zulaufend, und wenn ich dann jetzt mit dem Bohrer reingehe und das Ganze hier jetzt einfach mal ganz runter bohre, dann bin ich immer absolut in der Mitte. Natürlich vorausgesetzt, ihr setzt es nicht ganz irgendwie schräg an, sondern einfach gerade ansetzen, runterbohren, und ich bin hier immer in der Mitte. Jetzt setzen wir das Ganze mal an. Und jetzt seht ihr ganz genau, wenn ich es jetzt nochmal hin tue, jetzt seht ihr ganz genau, wie schön die Bohrungen alle in der Mitte sind vom Scharnier. Somit kann einfach nichts mehr passieren, dass die Schraube das Scharnier verzieht. Boah, jetzt muss ich mich beeilen, weil sonst wird das Video viel zu lang. Leute, aber ich habe euch noch was in keiner Werkstatt fehlen darf.
Und das sind absolut vernünftige Forstnerbohrer. Leute, wie hab ich mich immer rumgequält? Das sind noch meine alten, die kann ich endlich mal wegschmeißen. Das sind wirklich billige Dinger und da stimmt's wirklich. Wer billig kauft, kauft 2, 3 Mal, 4 Mal, 5 Mal. Und ihr seht's, wie die verqualmt sind, wie die schon ausgebrannt sind, diese Teile hier. Die sind absoluter Schrott. Und jahrelang ich mir immer diese billigen gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja komm, das reicht, alles in Ordnung, man braucht sie nicht so oft und ja und so weiter. Ihr wisst es selber und ich denke mal, wem geht's genauso mit diesen Forstnerbohrern? Ich habe immer vernünftige Forstnerbohrer da und ich bereue keinen einzigen Schritt. Ich habe nicht nur diese Kassette da, ich habe noch andere Kassetten da. Ich habe ja schon mal drüber ein Video gemacht über diese Forstnerbohrer von Fish. Und das sind meine absoluten Lieblingsforstnerbohrer und ich benutze die seit Jahren und die sind einfach noch scharf und machen immer noch Spaß wie am Anfang. Also ich weiß nicht, vielleicht kann es jemand von euch bestätigen, das Ganze. Das darf auf keinen Fall in der Werkstatt fehlen. Vernünftiges Werkzeug, wo man auch vernünftig bohren kann. Was das Lustige daran ist an diesen Forstnerbohrern, viele wissen noch gar nicht, dass sie teilweise schon Fish Tools oder Fish Forstnerbohrer daheim haben im Sortiment. Denn Fish produziert auch für andere Hersteller, die dann praktisch die Forstnerbohrer unter ihrem Namen verkaufen. Aber die darf ich euch leider nicht so wirklich verraten. So, wer ist auch der Meinung, dass man vernünftige Forstnerbohrer benötigt? Könnt ihr auch gerne mal unten reinschreiben. Ihr seht jetzt hier mal 3 Kassetten liegen. Das muss man natürlich nicht in der Kassette kaufen. Man kann das Ganze auch natürlich auch einzeln jeden Forstnerbohrer kaufen. Ich werde euch natürlich unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Schaut's da drauf. Und ich bin mal gespannt, wer schon Fish Forstnerbohrer daheim hat und wie zufrieden ihr damit seid. Boah, jetzt haben wir so einige Werkzeuge durch und ich könnte noch Stunden weitermachen, aber das Video wird definitiv zu lang. Aber eure Meinung ist mir wichtig und ich bin mal gespannt, was ihr dazu einfach sagt. Aber mir kommt da gerade auch so eine Idee. Wie wäre es eigentlich, wenn ihr die Kommentarfunktion einfach mal komplett zuballert und eure Ideen mit reinbringt und sagt, ja, das ist noch cool, das ist noch cool, das ist noch cool. Weil das ist ja nur ein mini kleiner Ausschnitt gewesen, was in einer Werkstatt wirklich wichtig ist. Und aber das können wir ja einfach mal mit anderen Videos vielleicht nochmal anschauen. Und ihr könnt mir gern unten alles reinschreiben, was ihr für den habt und was ihr für sinnvoll haltet. Aber denkt dran, keine Links setzen, weil das löscht YouTube automatisch raus, diese Links. Deshalb würde ich eher dann praktisch die Bezeichnung reinschreiben in das Kommentar, wenn ihr natürlich Ideen habt. Und dann kann ich das Ganze bei Amazon einfach mal raussuchen und mir das Ganze mal anschauen. Also würde mich echt drüber freuen. Hoffentlich wird das Video jetzt einfach nicht zu lang und wir sprengen den Rahmen. Und deshalb lasst dem Video bitte doch einen Daumen da. Vergesst eure Kommentare nicht, eure Meinungen nicht, eure Ideen unten reinzuschreiben. Und vielleicht bringen wir ja dann einfach nochmal ein anderes Video mit euren Ideen raus. Wir werden sehen, was passiert. Leute, abonniert den Kanal. Vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Werkzeuggrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.